Steinkreis von Stonehenge. Könnte das ein europäisches Medizinrad sein? Man nimmt heute an, dass er als astronomisches Instrument genutzt wurde. Die Anordnung der Steine auf den Sonnenaufgang zur Sommersonnenwende hin lässt zum Beispiel vermuten, dass damit Himmelsereignisse markiert werden sollten, welche Anlass für bestimmte Rituale waren. Stonehenge könnte durchaus eine Art astronomischer Kalender gewesen sein. Was bekannte Medizinräder angeht, wissen wir, dass Blickachsen vom Zentrum beispielsweise in die Richtung des Sonnenaufgangs zur Sommersonnenwende wiesen. Die Universität von Valley City in North Dakota in den USA kopiert dies im Medicine Wheel Park. Der wurde 1992 in Zusammenarbeit zwischen der Universität und den örtlichen indigenen Gemeinschaften angelegt, um das kulturelle Erbe der Völker der Region, insbesondere der Mandan, Hidatsa und Arikara, zu feiern und zu erhalten. Herzstück des Parks ist ein traditionelles indianisches Medizinrad, das als heiliges Symbol für Harmonie, Gleichgewicht und Verbundenheit steht. Das Rad besteht aus Steinen, die in einem kreisförmigen Muster angeordnet sind, mit Speichen, die vom Zentrum ausstrahlen, wobei jede Richtung ihre eigene Bedeutung hat. Der Medizinradpark ist ein zentraler Ort für Begegnung und interkulturellen Dialog. Er bietet einen Raum, in dem Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund zusammenkommen können, um voneinander zu lernen, Erfahrungen auszutauschen und um gegenseitigen Respekt zu fördern. Deswegen hoffe ich, dass die Shaman Spirit Medicine Wheel Essenzen eine ebensolche Brücke schlagen können, über einen Ozean aus Vorbehalten, Vorurteilen und gegenseitiger Abneigung. Sie sollen uns an die eigenen Stärken erinnern, uns lehren, wie und wo wir sie finden können und sie mit anderen teilen. Das südlichste bekannte Medizinrad befindet sich in Wyoming, das Bighorn Medicine Wheel. Es besteht aus einem zentralen Steinhaufen, der von einem Kreis aus Steinen umgeben ist. Es ist der erste Steinkreis, der tatsächlich auch als Medicine Wheel bezeichnet wurde, was einen Hinweis auf seine spirituelle Bedeutung gibt. Die amerikanischen Ureinwohner sprechen beispielsweise von Schlangenmedizin, wobei Medizin für sie nicht dieselbe Bedeutung hat wie unser Gebrauch des Wortes im Sinne der wissenschaftlichen Disziplin. Für sie bedeutet Medizin eine spirituelle Macht oder Kraft, die zu Heilzwecken genutzt werden kann. Schlangenmedizin beispielsweise soll ausdrücken, dass man den Geist bzw. Spirit der Schlange um Hilfe bittet, eine Person, eine Gruppe, aber auch das Land wieder heil werden zu lassen. Man sucht ihre Energie für das Erlangen von Einsicht, Weisheit und Genesung. Dazu werden Rituale und Zeremonien durchgeführt, die darauf abzielen, die Harmonie innerhalb eines Einzelnen wie auch zwischen den Menschen und ihrer Umwelt wiederherzustellen. In einem solch weit gefassten Verständnis könnte man also auch den Frieden zwischen den Völkern als Ziel einer solchen ursprünglichen Medizin betrachten. Das Fehlen dieser Harmonie führt zu Leid, ihre Wiederherstellung zur Genesung. Wenn man denselben Begriff, also Medizin, für einen Steinkreis verwendet, kann man davon ausgehen, dass dieser einem ähnlichen Zweck dient. Im Süden haben wir das Medizinrad betreten. Von dort gingen wir ins Zentrum und dann weiter nach Osten, wo viele seinen natürlichen Beginn verorten. Und natürlich kann man das Medizinrad auch von Osten betreten. Was ich hier von mir gebe, möge bitte immer als Vorschlag, nicht als eiserne Regel verstanden werden. Da wir aber nun schon mal im Süden gewesen sind, was im Uhrzeigersinn eigentlich nach dem Osten folgen müsste, gehen wir stattdessen direkt nach Westen, auf einer Linie quer durchs Medicine Wheel, die für unsere irdische Entwicklung steht. Dies ist der Weg, den wir nehmen, wenn wir nicht nur körperlich, sondern auch seelisch wachsen wollen. Jahreszeitlich befinden wir uns nun im Westen im Herbst.
Im Osten geht die Sonne auf, er steht für den Morgen, den Frühling und die Jugend. Im Süden erreicht sie ihren höchsten Stand zum Mittag, die Zeit des Sommers und des Erwachsenseins. Im Westen geht sie unter. Diese Himmelsrichtung steht für den Abend und den jahreszeitlichen wie den Herbst des Lebens. Das ist archetypisches Wissen. Wieso sonst könnte man in einer modernen Kultur einen Begriff wie Herbst des Lebens verwenden, den Schamanen im Medizinrat wiedererkennen? Was Herbst bedeutet, weiß man instinktiv, egal welcher Kultur man angehört. Der Westen ist das Bindeglied zwischen der Umsetzung seiner Pläne wie des Wachstums seiner Persönlichkeit und Familie im Sommer und der Wachstumspause im Winter und dient zu deren Vorbereitung. Es gilt, die Ernte einzubringen. Noch einmal ist harte Arbeit nötig, bevor die ruhigere Zeit anbricht. Im Leben steht der Herbst für Erwachsensein und Reife. Für jemanden, der zurückblicken kann auf den stürmischen Beginn als Kind und die Kraft der Adoleszenz, der somit einiges an Lebenserfahrung angesammelt hat, der Verantwortung zu tragen und Entscheidungen zu fällen vermag und sich und seine Familie nun auf Stille und Einkehr vorbereitet. Vorausgesetzt, bisher ging alles gut. Es ist die Zeit der Ernte im wörtlichen wie im übertragenen Sinne. Hat man nach seinen inneren Werten gelebt, mit sich selbst im Einklang, gut für sich selbst und für seine Lieben gesorgt, dann ist es nicht ausgeschlossen, dass einem fröhliche Enkel auf dem Schoß rumhopsen. Hat man sich dagegen verleugnet, das Zentrum zu selten besucht, ist Problemen aus dem Weg gegangen oder hat versucht, sie in Alkohol zu ertränken, sind Übergewicht und Gelenkschmerzen und das Gefühl, etwas verpasst zu haben, eher wahrscheinlich. Jedoch ein zu spät gibt es im Medizinrat nicht. Der Aufenthalt im inneren Westen kann Hinweise geben, welche Stationen seines Lebens man vielleicht noch einmal besuchen sollte. Im günstigen Fall bringt er und mithin die nach seinen Prinzipien konzipierte Westenessenz Ruhe und Gelassenheit, Dankbarkeit und Großzügigkeit. Das berühmte Thanksgiving-Fest, das in den USA gefeiert wird, findet in geselliger Runde statt, nicht im stillen Kämmerlein. Jetzt löst man sich vom Materiellen und wendet sich nach innen. Man geht den Tag, das Jahr, das Leben in Gedanken nochmals durch, erkennt die Lektionen, die einem erteilt wurden und verarbeitet sie innerlich. So wie die Geschehnisse des Frühlings das Erleben des Sommers bestimmen, so beeinflusst der Herbst den Winter, den Abend, die Nacht. Worauf wir am Tage unsere Andacht richten, wird im Schlaf der Nacht verarbeitet. Im Traum verheilen die Wunden. Vorausgesetzt, man bringt die Dramen nicht hinein, die nichts mit einem selbst zu tun haben und die den Schlaf stören. Es ist wichtig, rechtzeitig vor dem Schlafengehen abzuschalten. Das Tagesgeschäft, die Nachrichten, TV, Handy und Laptop. Letztgenannte verbreiten blaues Licht, das den Schlaf und das Traumgeschehen empfindlich stören kann. Es lohnt nicht, die Kriege und Konflikte anderer mitzunehmen, wenn man selbst schlafen geht. Sterbende verspüren oft den Wunsch, sich zu versöhnen, Frieden zu schaffen zwischen sich und denen, die sie verletzt haben und von denen sie verletzt wurden. Analog dazu sollten sich zu Bett gehende verhalten. Schlaf bringt nämlich Frieden und lässt Erlebtes verarbeiten. Aber das ist ein Norden- bzw. Winterthema. Im Westen bereitet man sich darauf vor. Man beschließt den Tag, das Jahr, das Leben und bringt alles noch in Ordnung, bevor man in Schlaf fällt oder die Erde verlässt. Die Zeit des Durchgreifens ist für dies Jahr vorüber. Jetzt ist die Zeit der Sanftheit und der Weisheit, des Ratgebens, des Zusammenstehens, nicht des Dominierens. In Stichworten lautet die Charakteristik des Westens: Erfahrung, Wissen, Innenschau, Einsicht, nach Hause kommen, Zielsetzung.
Die Essenz, die die Qualitäten des Westens in sich trägt, besteht wie alle Medicine Wheel Kombinationen aus 5 Einzelessenzen unterschiedlicher Energien, die zusammengenommen die Energie des Westens in uns zum Leben bringen können. Bis auf eine sind alle in den Anweisungen Sun Bears des Ojibwe, dessen Handbuch von der Astrologie der Erde, The Medicine Wheel, diese Philosophie im Westen bekannt gemacht hat. Die Blütenessenz des Westens schenkt uns die Fichte. Ihre Stichworte heißen Gelassenheit, Läuterung, Heiterkeit, Weisheit. Die Fichte gleicht einem Großvater, dem man Geheimnisse erzählen kann, für die einen die Eltern schelten würden. Wie der weise, alte und liebevolle Großvater den Schutz und die Unverletzlichkeit des Enkelkindes garantiert, so schafft die Fichte einen Hort der Geborgenheit, an dem man nichts mehr beweisen muss. Hier dürfen sogar Indianer ihren Schmerz zeigen und weinen. Rückschau macht einen Großteil der Wirkung dieser Essenz aus. Rückschau voller Liebe, Weisheit und Humor. Die Schlacht des Tages ist geschlagen, liegt hinter einem. Man ist nicht mehr direkt involviert, sondern betrachtet sie mit ein wenig innerer Distanz. So kann man über Dinge lachen, die früher schmerzhaft waren, und ein Auge zudrücken, wenn etwas nicht so funktioniert wie gewünscht. Die Keimessenz des Westens gewinnen wir mit Hilfe der Mandel. Kennzeichnend für den Mandelkeim ist der Ausgleich von Stille und Tat. Diese Essenz synchronisiert die inneren Rhythmen, die Bedürfnisse von Körper, Seele und Gefühlsleben, die Kontrolle und das Loslassen, Ruhe und Aktivität. Sie lässt auf den inneren Meister hören, der zu jeder Zeit weiß, was für einen gut und richtig ist, und freudig seinem Rat folgen. Mandel lässt einen eins mit ihm werden und dadurch auf allen Ebenen Meisterschaft des eigenen Lebens erreichen. Die Essenz der frisch gekeimten Mandel lenkt den Energiefluss zum Basischakra, sorgt dafür, dass wir in die Lage kommen, uns mit allem zu versorgen, was unser Wachstum fördert. Mandelkeim erdet und bietet die Grundlage für den Durchbruch zum Leben. Der Edelstein des Westens ist der Schneeflockenobsidian. Schneeflockenobsidian holt die Träumer auf die Erde und gibt ihnen ein Stück Realismus mit zur Vervollkommnung. Seine Essenz macht achtsam und schützt vor unerwünschten Einflüssen. Erdung, Realismus, Objektivität und Erkenntnis sind die Stichworte dieser Essenz. Sie lässt Herausforderungen richtig einschätzen, genau wie die eigenen Fähigkeiten, diese zu überwinden. Sie hilft, aus gemachten Fehlern zu lernen und sein Verhalten und seine Reaktionsmuster so anzupassen, dass man beim folgenden Mal erfolgreicher ist. Symbolisch stehen die weißen Schneeflocken dieses schwarzen Steins für das Licht im Dunkel, auf das er uns hinweisen kann. Herbstlicht. Dies ist die Zutat, die Sun Bear nicht erwähnt, und dennoch finde ich sie passend und die Mischung abrundend. Viele Umweltessenzen können nur situationsbedingt spontan hergestellt werden. Meine erste Herbstlichtessenz konnte ich im Jahr 2001 machen. Eine zweite Möglichkeit bot sich erst 2018. Die Konstellation muss halt stimmen und man muss zur rechten Zeit am rechten Ort sein. Im Oktober 2001 befand ich mich an einem kleinen Stausee im Bergischen Land zur Zeit des Sonnenaufgangs. Es hatte den ersten Nachtfrost gegeben und die frühen Sonnenstrahlen erwärmten nun die Wasseroberfläche. Nebel stieg auf und reflektierte das gleißende Licht. Das Laub der Bäume des Ufers, dunkelrot, orange, gold, umrahmt vom Grün der ausdauernderen Pflanzen, spiegelte sich in den Teilen der Seeoberfläche, die von der Sonne noch nicht erreicht wurden. Es war kalt und die Luft erfüllt von leuchtenden Farben. Sie einzuatmen befreite von jedem Druck auf der Brust. Man fühlte sich plötzlich leicht, zuversichtlich, entspannt und erholt. Menschen kamen vorbei. Und auch wenn man sich hier auf dem Lande normalerweise grüßt, wenn man sich begegnet, geschah dies an diesem Tage nicht. Man sah sich nur an,
spürte, der andere versteht, was hier vor sich geht und blieb in andächtiger Stille, staunend ob des Naturspektakels stehen. Eins mit allem, eins mit den Mitmenschen, ein heiliger Moment. Ich stellte mein Schälchen am Ufer des Sees auf und kehrte am folgenden Morgen zurück, denn ich dachte, der Vollmond könnte dieser Essenz vielleicht noch das i-Tüpfelchen aufsetzen. Tatsächlich begann auch der neue Morgen wieder mit diesem Leuchten und der tiefen Stille, die einen durchdrang. Herbstlichtessenz bietet diese Stille, dies Staunen und Dabeisein, was einem alle Last von den Schultern fallen lässt. Nichts ist so schwer, wie man meinte. Um etwas Wunderbares zu erleben, braucht es nur offene Sinne und die Bereitschaft, sich berühren zu lassen. Es ist hier, mitten unter uns. Wir müssen uns nur die Zeit nehmen, zu schauen und zu staunen. Abgerundet wird die Essenz für den Westen durch die Schlange. Sie ist das Schutztier dieser Himmelsrichtung. Ihre Kraft steht für Heilung und Erneuerung. Nicht aus Zufall wurde sie zum Symbol ärztlichen Handelns gewählt, das sich um den Äskulapstab herumwindet. Schlangenkraft trägt zur Genesung und Erholung bei, auch von emotionalen Leiden und Stress. Das Abwerfen der Schlangenhaut symbolisiert Wachstum. Der alte Anzug passt nicht mehr, wie das alte Selbstbild. Damit gehört die Schlangenkraft in den Herbst, in dem die Bäume ihr Laub abwerfen und sich einer ähnlichen Metamorphose unterziehen.